Hallo liebe ZuschauerInnen von Königsklasse. Ich bin Jennifer und neben mir sitzt der liebe Patrick. Patrick, heute wir sind ja schon, der Tag ist vorangeschritten und es ist schon nachmittags. Wo kommst du gerade her? Was hast du gerade gemacht? Also ich komme direkt aus München, aus dem Stadtteil Heidhausen, und was man als Selbstständiger ganz gern macht, ist ein bisschen aufräumen die Woche und ein bisschen Buchhaltung, und ansonsten freut man sich natürlich aufs Wochenende zum Relaxen. Ja. Das ist so das Programm, ja. Bisschen aufatmen und wieder Energie tanken. Ja. Ganz wichtig, ja. Was hast du denn mit dem Sandmännchen zu tun? Kannst du das vielleicht genauer erklären? Das Sandmännchen ist die älteste Fernsehsendung der Welt, haben die Kollegen vom Spiegel mal recherchiert, also die dauerhaft ausgestrahlt wird. Und das Sandmännchen war früher bei einem Programmhandelsunternehmen der ARD namens Telepool in der Sonnenstraße beheimatet als Film. Und irgendwann hat man sich überlegt, naja, wenn es auch Bewegtbild gibt, warum gibt es eigentlich kein Merchandising? Das ist schon sehr, sehr lange her, also fast 24 Jahre. Und diese Aufgabe wurde an mich herangetragen, ob ich mir das zutrauen würde. Ich war vorher Vertriebschef für Fernsehprogramm für die ARD. Und da ich das vorher schon mal gemacht hatte bei ProSieben mit den Schlümpfen und mit Pumuckl, habe ich gesagt, okay, das ist ein tolles Projekt, das mache ich. Und so kam der Sandmann dann in die Nebenrechteauswertung, so nennt man das, Richtung Lizenz und Richtung Merchandising auf meinen Schreibtisch. Und ich konnte dann mit der Unterstützung dieses Unternehmens diese Marke aufbauen. War eine sehr spannende und sehr schöne Arbeit. Sehr spannend auf jeden Fall. Also ich weiß auch, das Sandmännchen hat auch meine Kindheit begleitet, auf jeden Fall. Und Pumuckl, da kommt jetzt, glaube ich, auch die zweite Staffel oder der zweite Film irgendwie raus. Richtig, Pumuckl, also das war noch bei Merchandising München, eine Einheit von der ProSieben AG. Da war er vor über 24 Jahren. Und dann ging es aber ein bisschen von der Präsenz, von der Medienpräsenz bisschen weniger, man hat weniger gesehen. Und dann wurde es eigentlich so ein bisschen eingemottet, leider Gottes. Ein toller Charakter. Es lag aber auch an der Rechte. Es geht immer um Rechte und wer hat welche Rechte, wer darf was bestimmen. Und ja, Pumuckl hat in den letzten 2 Jahren durch eine neue Fernsehsendung und vor allem einen sehr erfolgreichen, ganz tollen Kinofilm wieder wirklich Fuß gefasst und ist wieder in der Öffentlichkeit da und ist ein ganz toller Charakter und wird natürlich jetzt getragen, wieder richtig aufgegossen, und jetzt funktioniert es richtig gut. Also ich bin froh, dass er nochmal aus der Versenkung da ist und wirklich seinen Platz gefunden hat. Ja, cool. Was würdest du sagen, welche Eigenschaft, die du heute noch besitzt, hast du aus deiner Kindheit mitgenommen? Ähm, Neugier zum einen und ich muss wirklich gestehen, eine gewisse Verspieltheit. Also ich bin immer noch jemand, der gerne Streiche macht. Also auch im fortgesetzten Alter verstecke ich mich hinter Regalen und erschrecke ganz gerne meine Frau in der Tiefgarage oder drapiere was im Bett, wenn ich mal auf einer Geschäftsreise bin, und dann macht sie das Bett auf und da liegt dann ein großes Plüschlama drin. Also solche Verspieltheiten erlaube ich mir also trotz meines Alters immer noch und mache da eigentlich gern Spökes oder Blödsinn oder auch solche Sachen. Das ist für das, was ich heute mache, weil ich mit Kinderthemen arbeite, mit Sachen wie Meinzelmännchen oder so, durchaus ein Vorteil. Ja, das klingt sehr sympathisch. Was waren denn Herausforderungen oder vielleicht die Herausforderung in deinem Leben, die schwerste, und wie hast du diese Hürde gemeistert? Da muss man unterscheiden, ist es beruflich die schwerste oder persönlich die schwerste Herausforderung. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Aber ich sage mal so, ich habe vieles schon gemacht. Ich hatte meine erste Zeit in Hamburg in den 90er Jahren. Dort war ich erst an der Börse, später dann selbstständig als Mitbegründer einer Handelsgesellschaft, die in China Wärmemittel hergestellt hat. Also alles, was man so braucht, mit Kugelschreiber, mit Cappies, mit allem drum und dran. Das haben wir dann hochgezogen mit einem Büro in Hamburg, einem Büro in Shanghai. Und das habe ich vom Bauch raus gemacht, mit Werf, mit Spaß und mit Begeisterung, und bin auch oft in China gewesen, bis zu dem Tag, wo man irgendwann, Gott sei Dank ohne Kredite, alles in einen Deal setzt und sagt, jetzt machen wir 200.000 Cappies für die Produkteinführung eines tollen neuen Produktes einer angesehenen Automarke in Deutschland. Und dann kommt irgendwann mal eine damals noch
nicht per E-Mail, sondern per Fax, eine Mitteilung, dass das Schiff leider Gottes dann erst 6 Wochen verspätet startet. Und das heißt, ich komme 6 Wochen zu spät zu meinem Lieferzeitpunkt, der vertraglich fixiert ist. Und dann weiß man, oha, dein ganzes Kapital mit einer Ware mit 200.000 Cappies ist nicht mehr verkaufbar. Also das ist so eine, buff, dann schließt man ab, Gott sei Dank keine Schulden, Gott sei Dank auch nicht belangt worden, das kommt ja noch dazu. Und das war in Hamburg dann der Fall, wo man dann in der Tat das Geschäft absperrt. Gleichzeitig ist eine Beziehung auseinandergegangen und die nächste Station war dann München. Wieder bei Null anfangen, Merchandise in München, dann ging es um die Lizenzierung und Merchandising. Ich kannte so ein bisschen was, hatte vorher auch als Lizenznehmer zum Beispiel die Marke Bacardi gehabt. Und da war es dann wieder ein Neuanfang, wirklich mit Null, also mit Koffer und mit einem Auto. Und das war dann wirklich so ein Bruch. Also Hamburg war ja auch eine Lieblingsstadt von mir und München dann was ganz Neues, aber dann das Glück gehabt, bei ProSieben Fuß zu fassen. Wahnsinn, cool. Was würdest du sagen, ist dein Lebensmotto oder vielleicht auch so ein Leitspruch? Also man muss nicht immer alles wissen, aber man muss sich bemühen, informiert zu bleiben und auch Wissen anzureichern. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte, getrieben natürlich von Neugier, die Geschichten hinter der Geschichte zu erkennen. Woher kommt irgendwas? Wir sind heute in einer Zeit, wo ganz viele Anglizismen oder auch Denglisch gesprochen wird. Jeder weiß genau ungefähr so, was er meint oder was er nicht meint. Und kaum einer macht sich eigentlich mal die Mühe oder nimmt sich die Zeit, mal hinter die Kulissen zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Und das gepaart mit einem authentischen Dasein, das ist, glaube ich, ein Motto, was mich immer schon durch Neugier auch nach vorne gebracht hat oder wieder zu neuen Zielen gebracht hat. Was sind Dinge, für die du momentan dankbar bist? Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich zitiere da ein ganz klassisches Zitat. Ein Kranker hat nur einen Wunsch und Gesunde haben viele Wünsche. Also ich bin dankbar, dass ich gesund bin, keine Wehwehchen. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich viele Kollegen oder auch Freunde sehe, wo es dann wirklich schon medizinisch ernsthaft wird oder auch, dass sie einfach nicht mehr da sind, weil sie zu früh von uns gegangen sind. Insofern bin ich da sehr dankbar, dass ich da ohne Wehwehchen, also jeden Tag mit frischem Werf und mit einem Lächeln gerne aufstehe und sehr gerne arbeite. Das hört sich sehr gut an, ja. Ich glaube, das inspiriert mich heute auch und dann gehe ich auch nochmal mit einem wacheren Bewusstsein nach Hause. Was ist denn dein Lieblingsfilm oder vielleicht auch, wenn du lieber Bücher liest, dein Lieblingsbuch? Eine gute Frage. Also es gibt Bücher, die ich gerne lese, die ich auch gerne mehrmals lese, die ich aus meinem Schrank habe. Bei den Büchern ist es wirklich so, dass ich zum Beispiel Joachim Fernau als Autor sehr, sehr schätze. Ein Autodidakt, der wirklich Geschichte mal ganz anders darstellt. Nicht wie in der Schule, 333 bei Isos Keilerei und dann kam das und dann war die Französische Revolution, sondern die Geschichten hinter dieser Geschichte erzählt. Sehr lebendig, sehr, sehr humorvoll. Und das hat mich fasziniert. Also die Rosen des Apoll beispielsweise ist die Geschichte der Griechen und was danach kommt. Das ist also wirklich so, diese Ecke ist wirklich ein Lieblingsbuch. Beim Lieblingsfilm ist es etwas schwieriger. Es gibt, sagen wir mal, einen Film, der mich als junger Mensch sehr berührt hat. Ein Film namens Killing Fields und es geht eigentlich darum, wie in Kambodscha und Vietnam nach dem Vietnamkrieg natürlich die Kommunisten das Zepter übernommen haben und da gab es natürlich ganz, ganz grauenhafte Kriege und auch Verbrechen an der Menschlichkeit. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich war, glaube ich, 19 oder 20, habe es zum Kino gesehen, wusste gar nicht, was auf mich zukommt.
und kam wirklich sehr nachdenklich daraus. Und das hat mich auch wirklich geprägt. Bis heute, wenn man sieht, was in Asien in den 70ern mit den Roten Khmer oder auch mit der großen chinesischen Revolution passiert ist. Alles das sind Dinge, da kommen wir wieder zur Geschichte, die heute dafür dastehen, dass wir heute wissen, warum funktioniert und warum ist die Situation in China beispielsweise oder mit Taiwan genau die, die sie ist. Das hat mich also damals schon sehr interessiert, ja, und auch sehr beeindruckt, Killing Fields. Da kann ich mich gut mit dir identifizieren auf jeden Fall. Ich mag auch gern Filme oder Bücher, die halt einen zum Denken anregen. Und ich finde es halt toll, wenn man dann aus dem Kino geht und man nimmt das Thema mit nach Hause und man beschäftigt sich irgendwie damit. Ja, und zwar langfristig, nicht mal kurz, ich habe letzte Woche gesehen und fertig, sondern es schärft den Blick, es eröffnet auch den Blick. Das ist wirklich etwas, was sich langfristig auch begleitet. Wie gehst du mit dem Gedanken der Vergänglichkeit um? Wenn ich jetzt Vergänglichkeit dahingehend begreife in der Definition, was gewesen ist, gewesen. Ja, man muss abschließen, das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch bei großen Einschnitten. Man verliert Eltern, man verliert Freunde. Damit muss man abschließen, das ist ein ganz wichtiger Reinigungsprozess, schätze ich mal. Aber das Rückbesinnen und das Nachdenken in die Vergangenheit hilft meiner Meinung nach heute auch, Entscheidungen zu treffen, die in die Zukunft gerichtet sind. Ohne dieses Hintergrundwissen ist es eher nur der Bauch, obwohl der Bauch natürlich auch ganz viele verschüttete Erinnerungen hat, ohne dass man es weiß. Das ist so eher im Unterbewussten. Aber ich denke, Vergänglichkeit gehört zum Leben, wie in der Natur. Ist es ganz einfach ein Kreislauf. Aber sich zurückzuerinnern, das ein oder andere Mal für Entscheidungen, die man heute trifft, halte ich für sehr, sehr wichtig. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Person, es ist egal wer, einen leckeren Brunch zu genießen, wen würdest du dir aussuchen? Gute Frage. Mir würden spontan 2 Personen sogar einfallen und ich müsste mich wirklich entscheiden. Also zum einen würde ich wahrscheinlich mit einem Menschen wie Angela Merkel zum einen oder aber auch Barack Obama. Das würde mich irrsinnig interessieren. Von beiden Persönlichkeiten bin ich maßlos beeindruckt. Das liegt nicht an der politischen Gesinnung, sondern ganz einfach an der Tatsache, dass diese Leute eigentlich quasi als Außenseiter den Olymp erklimmt haben, und zwar nicht den Olymp der Macht, sondern den Olymp der Gestaltung. Bei Barack Obama genauso, in Hawaii geboren, als erster farbiger Präsident der USA. Genauso wie bei Angela Merkel, eine Frau aus den 9 Bundesländern, aus einem Haushalt, wo der Vater Pfarrer war und das in dieser jetzigen Zeit in dieser glanzvollen Karriere hingebracht zu haben, das halte ich für unvergleichlich und sehr, sehr spannend. Sehr inspirierend. Was bedeutet für dich Zuhause? Zuhause, gute Frage. Gerne verwechselt mit Heimat. Heimat bei mir ist, ich bin in Saarbrücken geboren und aufgewachsen, direkt an der französischen Grenze, sehr stark beeinflusst natürlich von Frankreich und von der französischen Lebensart. Das bleibt auch Heimat. Zuhause ist eigentlich der Mittelpunkt, wo meine engsten Freunde und auch meine Familie sind. Zuhause ist nicht nur der Ort, sondern es ist eher ein State of Mind. Es ist eigentlich, ja, so kann ich es, glaube ich, sagen. Und es hat nichts mit einer Örtlichkeit zu tun. Ich bin in Köln zu Hause, weil enge Freunde da leben. Ich bin hier zu Hause, weil meine Frau hier lebt und meine Kinder. Ich bin aber auch zu Hause in Berlin, weil ich da sehr, sehr enge Freunde habe. Also das ist für mich, zu Hause ist, wenn ich mich wohlfühle mit Freunden, die ich gerne mag. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen so zum Gegensätzlichen. Was ist denn dein schönstes Urlaubsziel gewesen oder deine schönste Urlaubsreise bis jetzt? Sehr schwierig zu beantworten. Ich hatte das Glück, sehr viel zu reisen, schon als Student. Ich hatte das Glück, über 15 Jahre mit einer Stewardess liiert zu sein. Das heißt, du bist Lebenspartner und darfst dann auch verbilligt fliegen. Insofern
großartige Geschichte, als Student die Welt bereist. Also Südamerika, komplett Asien, Nordamerika. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das war dieser glückliche Umstand, 10% vom Ticket zahlt man. Das ist eine tolle Geschichte. Auf jeden Fall. Wobei man Urlaub und Reise unterscheiden muss, meiner Meinung nach. Die schönste Reise, das kann ich sagen, war nach dem Abitur, frisches Abitur, tatsächlich in der Tasche, also allgemeine Hochschulreife. Eigentlich wollte ich nur mal gerade mal gucken, wie es so geht, aber es hat dann doch geklappt. Und dann, zu meiner Zeit, musste normalerweise dann Militärzeit und so, musste ich nicht. Ich hatte einen Autounfall, wurde ausgemustert und Abitur in der Tasche und dann wirklich mit ein bisschen angespartem Geld in Saarbrücken in die Universität, Universitätsstudentenreisen und gefragt, womit komme ich eigentlich mit dem Geld hin? Und guckt auf die Weltkarte und dann sagte dann die Dame, wie sieht es aus mit Lima? Ich musste erst mal auf der Karte gucken, was ist denn Lima, wo liegt Lima? Peru. Und mein bester Freund, der hat damals gesagt, hey, das ist super, das ist Inka-Kultur und das machen wir. Und aus diesem Entschluss kam dann eine Reise nach dem Abitur nach Lima. Daraus wurde ganz Peru, daraus wurde Bolivien, daraus wurde dann später noch Ecuador. Und zwar alles aneinandergereiht. Und das ganze Semester hat der junge Herr Student dann mehr oder weniger in Südamerika verbracht. Ohne Handy, ohne Kreditkarte. Da gab es noch Traveler-Checks, das war noch so eine Geschichte. Riesig spannend, hat mich unglaublich auch begeistert, war teilweise auch sehr anstrengend. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil auch wenn man heute Zeit und Geld hat, der Körper würde sowas nicht mehr mitmachen. Bei, was weiß ich, minus 20 Grad auf irgendeiner Bergkuppe sitzen und den Sternenhimmel gucken oder Machu Picchu betrachten im Morgengrauen und man ist nur zu zweit. Das ist heute alles ganz anders. Also das, muss ich sagen, war die schönste Reise. Urlaub ist immer dann schön, wenn man in kurzer Zeit sich wirklich gut erholen kann. Berge sind natürlich hier, Tirol ist ein gesegnetes Land, also für einen Kurzurlaub ist es das, ja. Ja, und von München ist ja auch nicht weit entfernt. Das ist wirklich so schön und so toll Hamburg ist und ich habe Hamburg geliebt. Ich bin nach Hamburg gegangen nach dem Studium und jeder hat mich gefragt, ja, zu welcher Firma? Und ich habe gesagt, ich gehe zu keiner Firma, ich gehe erstmal nach Hamburg und suche mir dann eine Firma. Alle anderen sind dann zu Siemens oder zu sonst wohin, aber dort, wo man gerade eben einen Arbeitsplatz angeboten bekommen hatte. Ich bin nach Hamburg und ruckzuck bin ich dann an der Rohstoffbörse gelandet. Fand ich großartig, toll, Hamburg hat mir gefallen. Und mittlerweile muss ich sagen, München ist der bessere Standort, was den Freizeitwert angeht. Das ist ganz einfach so. Wenn man nicht gerade Segler ist, ist München schon toll. Italien ist um die Ecke, Österreich ist ein tolles Land, die Berge sind da, die Seen. Und wie ich immer gerne sage, wenn man in die Berge kommt, ist es quasi wirklich eine heile Welt. Die Luft, ich sage es ganz gerne, ist mit Sauerstoff vergiftet. Großartige Geschichte. Das muss ich sagen, da ist München schon ein begnadetes Fleckchen. Was würde denn eine nahestehende Person von dir, zum Beispiel nehmen wir deine Frau, was denkst du, würde die über dich sagen? Wie würde die dich beschreiben? Das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal so, fangen wir mal mit den kritischen Geschichten an. Die sind viel. Schulmeisterig, leicht unstrukturiert, verspielt, aber auch humorvoll und hilfreich. Ja, so würde ich das mal stehen lassen. Ja, das hört sich gut an. Wir hatten ja auch vorhin auch schon das Thema Klimaschutz oder Klimawandel kurz angeschnitten. Hast du vielleicht Dinge oder machst du Dinge, um das zu begünstigen? In deinem Alltag vielleicht? Um den Klimawandel zu begünstigen oder gegen den Klimawandel vorzugehen? Gegen den Klimawandel vorzugehen, entschuldige. Ist ganz klar. Ich besitze seit 6, 7 Jahren, weil ich in München lebe, kein Auto mehr. Ich brauche kein Auto. Wenn ich eins brauche, leihe ich mir eins und das war's. Ansonsten komme ich sehr gut zurecht, auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ich war jetzt gerade 3 Tage in Hamburg, das ging wunderbar. Ich konnte alle Termine machen, auch mit
mit U-Bahn, S-Bahn und Bus, das geht. Wir haben heutzutage sehr viele Manager, ich weiß aus der früheren Geschichte, die alles Mögliche bewerkstelligen können, aber in einer fremden Stadt dann an der Nutzung einer U-Bahn scheitern. Ja, trotz Handy und allem drum und dran nehmen sie lieber Taxi. Warum? Die Firma zahlt. Also das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und was ich so seit ungefähr Corona-Zeiten regelmäßig mache, bevor ich meinen Arbeitstag beginne, bin ich in Heidhausen am Tassilo Park, das ist ein kleiner Park, regelmäßig jeden Tag eine halbe Stunde vor Bürobeginn unterwegs und sammle wirklich jeglichen Mist und jeglichen Dreck und jeglichen Abfall, den ich finde, auf. Freue mich dann natürlich immer, wenn ich was sehe, Scherben zum Beispiel. Und das mache ich regelmäßig. Bin da mittlerweile auch schon bekannt. Man hat mich auch irgendwann mal gefragt, ob ich denn das einfach so mache oder ob ich verurteilt sei. Nein, ich bin nicht verurteilt. Ganz einfach, jede Zigarettenkippe, die sie weggeworfen wird, verunreinigt 4000 Liter Grundwasser. Ich freue mich, bei so einer Tour morgens 50 Kippen aufgesammelt zu haben und ein paar Scherben und einen Beutel voll zu haben. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich draußen ein bisschen an der Luft habe, bevor ich ins Büro gehe. Und natürlich bin ich nicht frustriert, wenn es nächsten Morgen wieder verträgt ist, weil ich weiß, ich mache es wieder weg. Und im Kleinen entsteht auch mal was Größeres. Es gibt viele Leute, die mich schon gefragt haben, sagen Sie mal, wo haben Sie denn da diese Greifzange her? Und ich sage jedes Mal, dort und dort in dem Laden kostet 1,10 €, mach mal. Und beschafft mir eine kleine innere Befriedigung, muss ich sagen. Und das Zweite ist, was ich aktiv unterstütze, ist die Bewegung Everwave. Erfunden worden von einer Architekturstudentin, die ein Gerät erfunden hat, ein Riesengerät, wie man Mikroplastik aus den Meeren fischen kann. Ein riesiges Unterfangen. Das war letztendlich aber weder finanziell noch technisch wirklich machbar. Sie war ihrer Zeit voraus. Und dann hat sie das Ganze umgeswitcht mit Sponsorengeldern und auch mit Zuschüssen von Firmen und hat gesagt, okay, wie gelangt denn eigentlich Plastik und Mikroplastik ins Meer? Dann fangen wir bei den Flüssen und bei den Stauseen an. Und das hat sie hochgezogen, mittlerweile sehr erfolgreich, hat eigene Schiffe entwickelt. Hier werden also in Albanien oder in Slowenien ganze Flüsse, ganze Stauseen mit Tonnen von Plastikmüll und sonst was gereinigt, sortiert und dann wieder in den Recycling-Kreislauf diesen Ländern nochmal zugeführt. Und das unterstütze ich seit Jahren also auch aktiv, indem ich dann auch gerne spende. Cool. Everwave. Was wären deine Tipps zum Beispiel für mich, wenn ich eine Idee habe und ich möchte komplett neu anfangen? Also du hast ja auch gemeint, du hattest einen kompletten Neustart in München. Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps. Also es ist ganz schwierig, muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, es gibt viele Leute, die sagen, dann habe ich das entschieden und dann habe ich das gemacht, dann habe ich mich hier schlau gemacht. Das mag ab und zu stimmen, ja. Es gibt aber Situationen im Leben, so ging es mir auch, dann bestimmt man nicht selber, man ist Spielball und man wird bestimmt. Das ist so. Ob man CEO ist oder Eigentümer ist oder egal auf welcher, auch in der Politik, egal in welcher Stellung, man wird bestimmt. Das heißt, die beiden Sachen muss man in Einklang bringen und gucken, dass man, wenn man sagt, ich habe ein Ziel, dieser Geschichte auf den Grund geht. Viele meinen gleich, ich muss ein Logo haben und ich muss erfolgreich werden in puncto der Eindimensionalität Geld. Nein, es geht eigentlich um den Wunsch oder das Ziel, kann ich dieses Ziel als Gestalter wirklich voranbringen? Und da gehört natürlich ein gewisses Maß an Beharrlichkeit dazu, an Neugier dazu und ganz entscheidend, man wächst nicht mit den Erfolgen, weil man es immer schon gewusst hat, dass es so geht, sondern wie gehe ich mit Misserfolgen um, wie kann ich mich wieder rappeln, durchschnaufen und weitermachen. Und das führt dazu, dass man am Anfang wahrscheinlich ganz klar, das würde ich sagen, das Risiko minimiert. Nicht mit Hoffnung und Glaube allein, sondern auch mit Wissen und mit Beharrlichkeit. Vielen Dank. Ich danke.